Servus Leute und herzlich willkommen bei der Autotester.de, eurem Autotester des Vertrauens. Ich stehe hier neben einem Auto, was mich absolut geprägt hat. Warum? Mein Opa ist es gefahren, meine Mama ist es gefahren und ich habe damit Autofahren gelernt. Was kann das für ein Auto sein? Natürlich das Volksauto schlechthin, der Golf. Hier steht er nun in 8er Generation mit 130 PS und Benzinmotor und ich präsentiere euch jetzt 10 Fakten zum Golf 8. Falls ihr noch mehr Bock auf uns habt, dann abonniert uns doch einfach auf Instagram, Facebook oder YouTube, würde mich riesig freuen. Und jetzt geht's auch schon los mit mir und meinen 10 Fakten. Viel Spaß dabei! Ich stehe im Profil des Golf 8 und präsentiere euch nun Fakt Nummer 1, nämlich die Geschichte. Das Auto wird jetzt schon 45 Jahre lang produziert, wurde 35 Millionen Mal verkauft, was absoluter Wahnsinn ist. Alle 40 Sekunden wird ein Golf verkauft. Voll verrückt. Und hier steht er nun in 8er Generation. Die Vorgängerversion, die 7. Generation, wurde insgesamt 6 Millionen Mal verkauft und der tritt daher in ganz schön große Fußstapfen. Außen optisch eine Evolution, innen technisch eine Revolution. Weiter geht's mit Fakt 2, nämlich den Wettbewerbern. Und zwar hat der Golf ja eine ganze Klasse begründet, nämlich die Golfklasse. Und schauen wir da in den Konzern, haben wir beispielsweise den Skoda Octavia, wir haben den Seat Leon oder auch den Audi A3. Schauen wir direkt bei VW, fällt mir beispielsweise der VW Polo ein, der auch irgendwie immer größer wird, oder der T-Roc, den wir euch schon präsentiert haben. Gehen wir ein bisschen raus aus dieser ganzen VW-Konzernwelt, dann haben wir beispielsweise den Ford Focus oder den Hyundai i30. Mittlerweile hat es aufgehört zu regnen, ich habe den Schirm weggelegt und präsentiere euch jetzt Fakt Nummer 3, nämlich die Optik des Golf. Was hat sich verändert? Zuerst, die Schnauze ist tiefer geworden. Wir haben neues LED-Licht, das ist jetzt serienmäßig dabei und hier optional das IQ-Light. Intelligentes Licht mit 22 Dioden auf jeder Seite. Was ist noch neu? Wir haben eine neue Spange im neuen Design und das neue VW-Logo, jetzt zweidimensional und nicht mehr dreidimensional. Wenn wir weiter ums Auto rumgehen, sehen wir auch ein neues Felgendesign. Hier haben wir 17 Zöller drauf, gefallen mir persönlich ziemlich gut und die Ausstattungsvariante Style. Es gibt Golf, Life, Style und Airline. Hier wie gesagt in Style. Und wenn wir weiter das Auto entlang gehen, sehen wir, dass die Fensterlinie schräger geworden ist. Wir haben mehr Blech, weniger Fenster wie bei Audi beispielsweise. Die C-Säule ist massiver geworden und hinten haben wir auch das IQ Light in Wabendesign. Kommen wir zu Fakt 4, nämlich den Motoren. Und da hat sich VW einiges nach dem Abgasskandal gedacht. Wir können nämlich zwischen 12 verschiedenen Varianten wählen. Es gibt insgesamt 4 Benzinmotoren, 2 Dieselmotoren, 5 Hybrid, also Plug-Hybrid oder mild-hybridisierte Motoren und ein Erdgasmotor. Und hier haben wir jetzt den 1,5 Liter TSI mit 130 PS. Kommen wir zu Fakt 5, nämlich den Hybridmotoren. Da gibt es genau 5 Stück, nämlich 3 mild-hybridisierte und 2 Plug-in-Motoren. Bei den 3 mild-hybridisierten haben wir jeweils ein 48 Volt Bordnetz und wir haben die Möglichkeit der Rekuperation. Was bedeutet das? Wenn ich bremse, lädt der Akku wieder auf und wenn ich Gas gebe, wird die Fahrt unterstützt. Bei den 2 Plug-in-Motoren haben wir jeweils eine Version mit 204 PS und eine Version mit 245 PS, die man jeweils an der Steckdose laden kann. Kommen wir zu Fakt 6, nämlich den Innenraum des 8er Golfs. Und der ist, wie ich schon gesagt habe, eine wirkliche Revolution. Wir haben hier irgendwie gefühlt nur digitale Screens, wir haben hier ein digitales Tacho, wir haben hier ein Infotainment-System und irgendwie wirkt das alles ein bisschen wie so ein kleines Raumschiff. Also total verrückt, so kannte ich den Golf bis jetzt nicht. Gefällt mir ehrlich gesagt aber wirklich gut. Auch zum Innenraum kann ich sagen, dass er wirklich sehr horizontal und vertikal designt ist. Es gefällt mir sehr gut. Wir haben ja auch so ein bisschen eine schöne, leichte gebürstete Optik. Wir haben wirklich tolle gesteppte Sitze, Cupholder, die super praktisch sind, weil sie passen sich im Prinzip an das Getränk an. Wir haben hier eine induktive Ladefläche und wir haben hier 2 USB-C-Stecker zum Laden des Handys. Kommen wir zu Fakt 7, nämlich diesen 2 digitalen Tachos hier. Wir haben hier einmal einen digitalen Bordcomputer und wir haben hier einmal ein digitales Infotainment-System. Beide mit 10 Zoll Display und fangen wir mal mit dem Bordcomputer an. Wir haben hier
auf dem Multifunktionslenkrad die View-Taste, damit kann ich die Ansicht verändern. Das heißt, hier habe ich einmal die Geschwindigkeitsansicht, ich habe hier einmal eine personalisierbare Ansicht und ich habe die Kartenansicht, die ihr gerade schon gesehen habt, hier. Zu der personalisierten Ansicht, die finde ich persönlich richtig cool, weil ich kann beide Tachos oder beide Anzeigen individualisierbar auswählen. Das heißt, ich kann hier beispielsweise die Assistenten anzeigen lassen, die Betriebstemperaturen, Navigation, Audio, Telefon, meine aktuelle Geschwindigkeit, welche Beschleunigung ich habe oder einen Kompass oder verschiedene Zielinfos von meinem Navi und kann das selber auch auf der anderen Seite machen mit den bereits genannten Einstellungen. Kann auch den Verbrauch noch einblenden lassen, den durchschnittlichen Verbrauch, die Fahrzeit. Also wirklich super cool, weil ich alle Informationen, die ich persönlich haben möchte, hier einstellen kann. Zum Thema Einstellen und Individualisieren passt auch das Infotainment-System. Ich kann hier nämlich diese Kacheln beispielsweise, sieht so ein bisschen aus wie auf meiner iPhone-App, einfach rumschieben, wie ich Lust und Laune habe, was ich wirklich gut finde. Auch der Home-Bereich ist sehr cool, weil es die wichtigsten Funktionen auch nochmal mit verschiedenen Grafiken anzeigt. Wir haben hier beispielsweise auch den Klang, den ich hier mit der Harman Kardon-Anlage persönlich steuern kann. Wir haben Fokus, den man einstellen kann, also allen möglichen Schnickschnack. Hier unten kann man auch Shortcuts runterziehen. Unfassbar verrückt, da kann man sich wirklich stundenlang damit beschäftigen. Womit man sich auch beschäftigen kann, ist beispielsweise die Sitzheizung und die ganzen Touchpads, die man hier unten hat. Ich kann die Sitzheizung mit 2 Fingern hier einstellen, kann sie komplett ausstellen, kann hier die Temperatur generell regeln, indem ich hier rüberziehe, kann aber auch die Lautstärke lauter und leiser machen, indem ich mit meinem Finger drüber streiche. Was wir auch haben, sind diese 4 Knöpfe hier, die dann nochmal auf das Infotainment transferiert werden. Das heißt, ich kann hier beispielsweise die Klimaanlage einstellen, komme auf die verschiedenen Fahrmodis. Da haben wir Eco, Komfort, Sport und Individual. Bei dem Individual können wir unfassbar viele Dinge einstellen, zum Beispiel verschiedene Stufen des DCCs. Wir können die Lenkung einstellen, den Antrieb, das ACC, die Lichtassistenz, die Klimatisierung und zu allerletzt können wir auch noch die Einparkhilfe und das Park Assist einstellen. Kommen wir zu Fakt 8, nämlich den Assistenzsystem. Und da hat sich VW wirklich ins Zeug gelegt. Warum, zeige ich euch gleich. Wir müssen hier einfach nur auf den Knopf drücken und haben hier schon die Übersicht über alle Assistenzsysteme. Wir haben beispielsweise einen Spurhalteassistent hier drin, also ein Lane Assist. Wir haben eine automatische Distanzregelung und wir haben eine Verkehrszeichenerkennung. Das bedeutet, hier drin ist autonomes Fahren Level 2 möglich. Dann haben wir noch einen Side Assist, also einen Spurwechselassistenten. Wir haben eine Müdigkeitserkennung, das heißt, der Fahrer wird gewarnt, sobald er zu müde zu sein scheint. Wir haben eine Eco-Assistenz und wir haben eine Front Assist, also einen Notbremsassistenten. Weiter geht's mit dem Lieblingsfakt, auf den habe ich mich wirklich gefreut, nämlich Fakt 9, und zwar das Fahren. Aber erstmal zeige ich euch den Schlüssel. So sieht er aus, liegt super in der Hand, sieht modern aus, genauso wie der Innenraum hier. Und jetzt geht's auch schon los. Da unten, ihr könnt es jetzt leider nicht sehen, ist der Duro. Richtig cooler Fluss hier in Porto, sieht wunderschön aus. Ja, und ich muss sagen, so ein Golf fühlt sich halt einfach an wie so ein Golf. Du setzt dich rein und fühlst dich irgendwie zu Hause. Klingt total verrückt. Vielleicht liegt es daran, dass ich mit dem Autofahren gelernt habe, wie auch immer. Aber auch die Leistung hier drin ist wirklich ganz cool. Wir haben ja hier den 1,5 Liter Benzinmotor, der hat 130 PS, ist in 9,2 Sekunden auf 100 und hat eine Maximalgeschwindigkeit von 214 km/h. Reicht, finde ich, vollkommen aus. Ich würde ihn mir tatsächlich so holen. Und ja, auch das Head-Up-Display vorne ist super cool. Ich sehe die ganze Zeit, wie schnell ich fahre. Ich habe eine gute Übersicht. Die Lenkung ist super. Also im Prinzip alles so, wie man es halt vom Golf kennt. Kommen wir zu Fakt 10, nämlich dem Preis des 8er Golfs. Und da gibt es leider noch gar nicht so viel zu berichten, denn VW will den Preis erst am 5. Dezember bekannt geben. Was wir jetzt aber schon wissen, ist, dass die kleinste Motorvariante mit 90 PS unter 20.000 € kosten soll. Was meiner Meinung nach gar kein so schlechter Deal ist, wenn man sich die Serienausstattung anguckt. Wir haben nämlich vorne und hinten LED-Lichter, wir haben Multifunktionslenkrad und zum Beispiel eine Einzug-Klimaautomatik. Ja, das waren sie nun, meine 10 Fakten zum Golf 8. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst mir gerne einen Kommentar da, wie ihr den Golf findet, wie ihr das verregnete Porto findet oder was auch immer. Würde mich auf jeden Fall riesig freuen. Was mich auch freuen würde, wenn ihr uns abonnieren würdet, nämlich auf Instagram, Facebook und YouTube. Schaut doch gerne mal bei Instagram vorbei. Da haben wir so einen VR-Filter mit so einer Tachonadel über dem Auge. Sieht ganz schön cool aus. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal.